Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fischelt. Wir befinden uns heute das letzte Mal auf EU10, denn wir wollen uns heute von dem Server verabschieden. Es ist für mich an der Zeit, langsam hier die Segel zu streichen und den Server zu verlassen. Denn ein neuer Server steht bereits in den Startlöchern. Ich hatte ja schon vorab kommuniziert, dass ich auf dem Server nur eine begrenzte Zeit auch spielen werde. Und deswegen ist für mich auf jeden Fall heute der Tag gekommen, sich zu verabschieden. Ansonsten wollte ich kurz vorher nochmal auf meinen Twitch-Channel ganz kurz darauf aufmerksam machen, denn der hat jetzt ein paar neue Features, beziehungsweise habe ich jetzt Emotes beziehungsweise Emote-Erweiterungen hinzugefügt, sodass man quasi nochmal ein besseres Streaming beziehungsweise Chat-Erlebnis hat. Und zwar habe ich jetzt hier quasi meinen Twitch-Account mit Better Twitch TV verbunden. Ja, mit hier Franker Z Emotes können jetzt genutzt werden und die 7TV Emotes sind auch alle verfügbar. Also könnt ihr hier auch fleißig die Emotes rein posten. Das ist das auf jeden Fall für mich, was halt Twitch so ausmacht. Diese Vielfalt an Emotes, die man hier, über die man hier verfügen kann. Und für alle Leute, die vielleicht nur von YouTube kommen und das alles gar nicht eingestellt haben, beziehungsweise gar nicht zum Beispiel wissen, ey, die schreiben hier alle KekW in den Chat. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Warum schreiben die das da alle rein? Das ist quasi das Emote hier, ja, was ihr hier gerade seht. Das kann man dann hier auswählen und dann halt dazufügen. Ne? Und diese Emotes, die kann man nur sehen, wenn man halt eben bestimmte Erweiterungen hinzugefügt hat, wie zum Beispiel Better Twitch TV, BTTV, 7TV und zum Beispiel Franker Z. Das sind so die drei wichtigsten. Das sind ganz einfache Erweiterungen in euren, in eure Google. Das sind so Plugins, so Erweiterungen halt, die ihr euch einfach bei Google holen könnt hier. Ne? Könnt ihr euch da downloaden, ist kostenlos. Und dann seht ihr quasi auch diese Emotes hier, die man dann hier jetzt nun auch in den Chat reinposten kann. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Beim nächsten Stream freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf, dass wir da nochmal ein anderes Erlebnis haben. Wie gesagt, das ist auch zu 100% das, warum ich auch auf Twitch sehr gerne streamen mag, wegen diesen ganzen Emotes hier. Ist sehr cool. Wenn ich das nächste Mal wieder live gehen sollte, werde ich das euch auf jeden Fall auch, wie immer natürlich vorab, hier auf YouTube sagen, einen Tag vorher. Und das auf jeden Fall dazu. Ansonsten vielen lieben Dank auch für den krassen Support. Ja, das ist natürlich auch sehr heftig. Wir haben hier bald den nächsten Meilenstein erreicht. Das ist natürlich auch sehr cool. Freut mich, dass es auch so gut ankommt bei euch. Und ich brauche jetzt, glaube ich, nur noch so zweimal streamen oder so. Dann kann ich mir schon den Affiliate-Status beantragen lassen. Und dann kann ich quasi auch meine eigenen Emotes, die ihr ja von YouTube zum Beispiel auch noch kennt vielleicht oder von meinem Discord-Server, die können wir dann auch hier verwenden. Dann funktioniert das zum Beispiel auch endlich mit der Sub-Funktion, dass man zum Beispiel den Twitch Prime einlösen kann. Dann könnt ihr auf meine Emotes zugreifen und das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Viele Leute haben danach schon angefragt. Ist tatsächlich krass, dass da Leute auf jeden Fall auch schon drauf warten, bis da der Sub-Button kommt. Deswegen danke auf jeden Fall dafür. Und wir widmen uns jetzt EU10. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Server gewesen, muss ich mal so sagen. Weiterhin natürlich auch immer noch ein sehr starker Server. Wir haben jetzt hier 175.000 Spieler gerade aktuell drauf am 9.4. Und wenn man mal so überlegt, haben wir schon den Server ganz gut gemolken, content-technisch, muss ich mal so sagen. Also wir haben den Server echt gut begleitet. Es ist hier halt auch viel drauf passiert, muss man dazu sagen. Hier werden die Leute nicht ganz richtig angezeigt, hier oben. Und wer sich an die Anfangstage erinnert, EU10 der Server gewesen, wo man halt eben die 10 Avatare drauf gewinnen konnte. Für jede Klasse gab es halt einen Avatar, der halt zu dem bestimmten Zeitpunkt bis zur Deadline halt Level höchster gewesen ist. Haben wir hier auch alles live begleitet und hier auch die Tage mit doch schon gut dokumentiert. Deswegen auf jeden Fall ein sehr cooler Server gewesen hier, EU10, und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier drauf zu spielen. Und ich muss dazu sagen, dass mit dem Expeditionsevent, was dazu kam, was es halt deutlich angenehmer macht in Zukunft, eventuell auch neue Server zu starten.
aber halt eben langfristig und tryhard, ne, da habe ich ja in den letzten Tagen ja öfter jetzt schon mal was dazu gesagt, spielen für mich halt mehrere Faktoren zusammen, dass ich, ja, das irgendwie nochmal sehe, einen Server Langzeit auf Tryhard zu spielen, so wie jetzt zuletzt halt auf W50, wo ich das letzte Mal halt wirklich Tryhard durchgezogen habe. Und ja, das ist dann für mich immer, dann gebe ich da auch wirklich 110% und möchte halt wirklich alles optimal spielen. Aber wie gesagt, da müssen ganz viele verschiedene Konstellationen und vor allen Dingen auch in Zukunft eine neue Klasse dann halt eben auch mit dazu beitragen, dass mich ein neuer Server anspricht, denn von den aktuellen Klassen, die es momentan gerade in Shakes & Fidget gibt, spricht mich jetzt keine 4. Klasse nochmal so krass an, dass ich sage, boah, die muss ich jetzt aber nochmal, da habe ich richtig Bock, die auf Tryhard-mäßig nochmal richtig durchzuprügeln. Ist für mich gerade im Moment nicht der Fall. Es gibt viele coole Klassen so auf jeden Fall, ne, muss man dazu schon sagen. Aber jetzt nichts, wo für mich bestimmt auf jeden Fall das Ganze sich lohnt, hier nochmal wirklich hart reinzugehen. Ne? Deswegen in Zukunft irgendwann mal. Und ja, ansonsten bedanke ich mich auch sehr recht herzlich bei der Drachenschanze hier, die mich so lange hier untergebracht hat in der EU10-Zeit. Da kam der, ja, Alien Eier kam auf mich zu und hatte dann mich gefragt, ob ich hier nicht sehr gerne dabei sein möchte. Und ja, Dankeschön. Danke. Ja, ist hier auf jeden Fall, also Alienware auch unter anderem Namen hier vertreten, hatte mich dann angeschrieben und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Hatte ich eine Gilde gehabt, gleich wo ich unterkommen konnte und ist natürlich sehr cool. Ja, und jetzt halt eben, ne, hatte ich mich jetzt eben gerade verabschiedet hier, dass es halt eben Zeit ist zu gehen. Und ja, wir haben hier ganz gut gepusht auf jeden Fall. Stufe 270 haben wir erreicht. Ja, jetzt haben wir nochmal den Sergio Kurai nochmal ordentlich überholt. Nochmal so ein bisschen. Ja, wir sind sogar in die Nähe von Gorgos gekommen hier. Wir haben sogar Gorgos leveltechnisch überholt. Und von den Stats auch. Ja, jetzt wird er sich wieder ins Fäustchen lachen, dass ich jetzt wieder aufhöre auf den Server, damit er wieder an mir vorbeiziehen kann. Ja, das ist natürlich klar, aber ja, sei ihm auch gegönnt auf jeden Fall. Und ja, für mich heißt es hier jetzt halt eben Abschied nehmen. Wir haben hier gut durchgepilzt, wir sind hier auch relativ weit gekommen in den Dungeons. Jetzt ist es momentan gerade so an dem Zeitpunkt, dass hier überall Mages vorstehen. Wir spielen ja hier einen Dämonenjäger und ja, da kann der sich natürlich nicht wiederbeleben. Jan hätte ich noch ganz gerne geschafft, muss ich sagen. Also ja, wenn der noch gelegen hätte, das wäre auf jeden Fall noch ziemlich geil gewesen, aber der ist halt auch ultra schwierig. Na, das ist halt der Endboss des 13. Stocks, ne? Der damalige komplette Endboss, also der letzte Dungeon-Gegner, als Shakes & Fidget gerade rauskam und die Dungeons released worden sind, war halt Jan der Hämmerer, der letzte Gegner auf der Karte. Danach hatte man alle Dungeons gecleart, deswegen werden heutzutage dann noch Rekorde aufgestellt, wann halt eben, ja, wie viele Tage für Jan gebraucht wurden, ne? So ein bisschen wahrscheinlich als Tribut, denke ich mal, als alter Endboss der kompletten Dungeon-Welt hier, ne? Vielleicht kriegen wir nochmal hier live im Video so einen kompletten Ausraster hin mit dem Dämonenjäger. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein würdiger Abschluss, aber ich würde jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass der jetzt hier heute noch liegt, denn ja, ich habe den schon die letzten Tage immer mal hier und da versucht, ist nicht machbar. Also ist schon wirklich da muss wirklich, keine Ahnung, muss eine 10-mal Belebung herkommen oder so, ich weiß es nicht, dass der jetzt hier irgendwie noch liegt. Er ist auf jeden Fall möglich, weil es halt ein Krieger ist so, ne? Deswegen sage ich, okay, mit genug Glück ist hier der definitiv wahrscheinlich irgendwann mal drinne. Es ist jetzt nicht so, dass es so ein Magier ist, der uns komplett zusammenstompt hier und ja, halt eben uns gar keine Chance lässt hier auf irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen Glück. Aber die Chancen sehen nicht sehr gut aus, muss ich sagen. Ne? Ja, nachdem der Account hier sowieso nach dem 1. April-Video so verkorkst worden ist hier, wie gesagt, es ja, war von mich für vornherein, ne, war ja schon klar, dass sobald dann halt eben auch der nächste Server kommt, wir hier auf dem Server dann halt eben auch aufhören. Deswegen habe ich da eben auch so ja, reingetrollt am 1. April. Das wollte ich mir halt auch nicht entgehen lassen. Deswegen, ja, wie gesagt, zum Start war mir das schon klar, dass das hier kein Langzeit-Server wird. Oh, was? Wir haben doch noch... Das ist ja... Also das ist ja jetzt wirklich
der absolut würdige Abschluss für EU10. Wir haben doch noch Jan, der WTF, okay, den Try müssen wir uns jetzt aber hundertprozentig anschauen. Ja, jetzt sind wir hier im Playa Headquarter angelangt, okay. Der Gegner ist frech, der ist frech. Alter, boah, na den werden wir uns aber nochmal ganz genüsslich reinziehen. Wir machen mal doppelte Geschwindigkeit hier, ja. Da lehnen wir uns doch nochmal zurück und genießen hier die Show. Ja, das ist, damit habe ich jetzt überhaupt nicht. Wir zählen mal mit, wie oft wir uns wiederbelebt haben hier. 2-mal. Oh, das sieht sogar gar nicht mal so verkehrt aus. 3-mal wiederbelebt oder was? 4-mal? Ja, 4-mal wiederbelebt, okay. Ja, 4-mal, okay. Ey, es ging sogar einigermaßen noch klar. Da haben wir uns schon öfter mal wieder revived, aber das natürlich jetzt hier live im Video nochmal so mitzunehmen, ist natürlich jetzt nochmal der absolute Oberhammer, sag ich mal, wie in der Werkzeugsvorratskammer. Ja, das ist gerade an der Aussprache ein bisschen gescheitert hier bei mir. Ja, geil. Sehr schön. Ja, ey, das freut mich mega, dass wir den jetzt noch gepackt haben hier. Ja, nochmal den 13. Stock nochmal hier gelegt zum Abschluss von EU10. Sehr geil. Ey, das freut mich mega. Ja. Ja, und hier halt die machen halt keinen Spaß, diese ganzen Gegner hier, muss ich ehrlicherweise gestehen, so diese ganzen Magier. Wenn hier so Kundschafter und Krieger auch irgendwie noch so mit zwischen sich so, ja, so rumwursteln, dann ist auf jeden Fall, dann geht's wieder ab. Aber ja, diese ganzen Magier, die sind halt die absoluten Bremsen so für Klassen wie den Dämonenjäger, den Nekromanten oder halt den Berserker, alle Klassen eigentlich so, weil der Magier halt eben jede Fähigkeit ja, abwehren kann, beziehungsweise nichtig machen kann, ne? Und das ist halt eben die große Stärke des Magiers. Dafür hält er halt eben nicht viel aus, teilt dafür halt aber auch eben extrem kranke Crits aus, ne? Also macht halt auch gut Damage auf jeden Fall. Ja, naja, soll's erstmal soweit drum gewesen sein. Wir haben den Account nochmal ein bisschen aufgehübscht, muss ich sagen, dadurch, dass wir halt eben, ja, wirklich sehr viel Pilze auch investiert haben für die legendären Steine mit einer Chance, die wirklich nicht sehr gut ist hier. Ne? Wir haben hier wirklich noch nicht viele Items, das heißt, die Chance auf orange Edelsteine aus der Mine ist wirklich bedenkend niedrig. Ja, und deswegen haben wir da ja, habt ihr ja im Video auch gesehen, auch wirklich sehr viel investiert, was ja, die Steinchen anging. Und dann haben wir ja nochmal, ja, uns nochmal komplett neu equipped im Leggy Dungeon, wo dann halt eben auch nochmal einiges drauf ging. Und ja, da haben wir nochmal ein bisschen geupgradet hier, haben halt ein paar Level nochmal zum Schluss gemacht. Und ja, deswegen heißt jetzt für mich auf jeden Fall hier auch von dem Server soweit erstmal Abschied. Und vielleicht passieren hier noch ein paar coole Dinge, dass wir nochmal drauf zurückkehren. Weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Rekorde werden gebrochen oder was weiß ich. Kann ja immer alles passieren, deswegen vielleicht sieht man sich mal wieder. Vielleicht sieht man sich auf einem anderen Server und ja, werden sehen, wo uns der Wind so hin verschlägt. Ne? Aber für uns heißt es erstmal, das nächste Abenteuer auf EU11 startet am Freitag. Ich habe leider keine Zeit, direkt am Freitag zu streamen, weil ich da leider auf Arbeit bin. Aber ja, werden wir definitiv auch auf Twitch ein bisschen reinschauen auf dem neuen Server, das ist ja ganz klar. Und hier auf YouTube natürlich auch. Hier passieren natürlich abseits davon immer nochmal die täglichen Videos, die Kurzvideos zu Shakes and Fidget, aber in letzter Zeit muss ich sagen, Twitch macht mir auch wirklich verdammt viel Spaß. Die Community ist da verdammt cool und ja, das Streaming-Erlebnis für mich als auch für euch, denke ich mal, aber ja, für mich als Streamer ist es halt für mich persönlich halt auch wichtig, dass halt eben ja, die Atmosphäre und das Feeling beim Stream halt stimmt und das gibt mir Twitch auf jeden Fall deutlich mehr als YouTube-Streaming damals geben kann, ist halt die deutlich bessere Plattform, deswegen nach wie vor bauen wir da jetzt alles peu à peu so ein bisschen auf. Wie gesagt, es kommt immer wieder ein bisschen was Neues dazu, jetzt halt eben die neuen Emotes und so, ne, die wir jetzt verbunden haben damit, das Erlebnis für euch und für mich auch nochmal cooler wird da im Chat und ja, genau. Eins nach dem anderen, ne? Immer peu à peu und okay, Leute, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.